Hallo liebe Skorpione, schauen wir, was ich euch weitergeben darf für die nächsten 2 Wochen. So, von den Tarotkarten haben wir hier schon mal. Unterm Deck haben wir noch das Manifestieren der Träume. Dass es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Irgendwo sind wir vielleicht stehen geblieben, wir verzögern etwas. Und das geschieht aus dem Hintergrund, dass wir uns in keinen Konflikt mit anderen geben wollen. Es geht ja auch nicht darum, durch die Gegend zu gehen und alle zu überrennen und sich selber durchzusetzen, sondern man braucht ein bisschen Führung für eine Lösung, die für alle Beteiligten optimal ist. Es geht ums Handeln, ja? Nicht um das Warten oder das Verzögern oder das Hinausschieben. Es geht auch darum, seiner eigenen Leidenschaft zu folgen, seine eigene Kreativität zu leben, etwas zu beginnen, das einem selbst hilft, zu Wohlstand zu kommen. Und wir haben hier hinten noch, dass wir in der Zufriedenheit enden, ne? Dass wir uns etwas erschaffen, das wir genießen können, das uns trägt, das uns die Früchte unserer Arbeit bringt. Und hier ist unten die Bereitschaft dazu da. Also das Zögern oder Verzögern, das braucht hier nicht mehr sein, denn hier gibt es viele Zeichen, die eine Richtung anzeigen und auch viele Quellen, die Unterstützung anbieten. Und es ist ein idealer Moment, um loszulegen. Okay, schauen wir ein bisschen weiter. Ja, hier geht es um das Vertrauen ins Leben, um die eigene Größe, um Dinge, die vielleicht von außen auf uns einwirken und unsere Größe eher stören oder Stress mitbringen auch irgendwo. Möglicherweise ist hier eine Situation aus der Vergangenheit, die wir kennen und die uns vielleicht auch so, ja, ich sage mal, beeinflusst, dass wir zwar wissen, wir bräuchten hier irgendeinen Umbruch, aber wir kriegen es definitiv noch nicht hin, weil im Kopf sind hier viele Herausforderungen oder ja, so Sachen, die unstimmig sind. Man hat hier das Gefühl, vielleicht man hätte die eigene Größe nicht. Hier ist auch noch das Verdauen eines Prozesses. Das kann mit Partnern aus der Vergangenheit sein, mit Menschen, die noch energetisch mit einem verbunden sind oder auch tatsächlich, dass jemand Stress mitbringt. Ja? So, es geht um Dinge, die wir in der Vergangenheit schon erlebt haben, die hier nochmal eine Rolle spielen. Können auch so Glaubensmuster sein, ne? Was wurde uns zugetraut, was nicht. Es geht auch darum, irgendwo unabhängig zu sein, sich auf den Weg zu machen. Sich nicht zu sehr in der Vergangenheit zu orientieren. Und es geht darum, ja, hier ist es ja so, wir kollidieren vielleicht mit unseren Bedürfnissen gegen die Bedürfnisse des Umfeldes. Ne? Vielleicht sind andere wichtiger, vielleicht ist es so, dass wir nicht unseren eigenen Weg gehen können, weil das Außen sehr viel Kraft nimmt. Es kann ja auch um Machtkämpfe gehen. Ne? Wir haben hier Personen in einer Reihe. Ne? Und es geht darum, wer nimmt wo seinen Platz ein oder wer hat die größere Stärke oder wo reibt es sich auch. Ne? Hier sind ein paar Hindernisse.
wir können hier auch selbst das Hindernis sein, ne? Dass wir irgendwie blockieren oder bockig sind oder hier sagen so, ich nehme mich mal raus. Hier ist sehr viel, was uns fordert, aus dem Umfeld raus, in die Gänge zu kommen oder unterwegs zu sein. Ja, nicht so ganz leicht, aber beim Skorpion auch immer wieder faszinierend, weil es eben immer tiefgründige Dinge sind. Wir haben hier tatsächlich die Möglichkeit, eine emotionale Blockade, und die haben wir ja, sonst würden wir ja etwas erledigen, das wir verzögern oder das wir selbst behindern. Es kann jetzt hier mit Familienmitgliedern sein oder eine Zeit, in der es immer auf und ab geht und keinen geraden Weg gibt und die Emotionen auch irgendwie verrückt spielen oder ja, nicht gehalten werden können. Hier liegt der Blumenstrauß. Also hier geht definitiv etwas gut aus. Wenn wir dieses Konstrukt angucken, haben wir hier die Möglichkeit, unabhängig zu sein. Wir haben die Möglichkeit, ein Schattenthema zu beenden oder auch etwas, was andere immer wieder auf unsere Emotionen legen, obwohl es uns gerade gut geht, ne? Hier unten haben wir den Ring. Es geht um Entscheidungen im verbindlichen Bereich, im vertraglichen Bereich. Da wir hier den Bären haben, kann es natürlich auch um eine Sache gehen, wo wir mit der Cheffigur zu tun haben oder mit der Vaterfigur oder mit einer Beziehung aus der Vergangenheit. Möglicherweise hängen wir auch zu sehr in einem vergangenen Muster, aber hier kommt die Möglichkeit, verbindlich auszusteigen. Auf die längere Zeit sieht man hier tatsächlich, wenn wir uns die Tarotkarte nochmal angucken und die Endkarte mit den Blumen, dass sich etwas auszahlt, dass die Bemühungen zu einem guten Gefühl auch führen. Von den Krafttieren sind hier 2 gekommen. Hier ist der Hecht mit dem Thema Achtsamkeit. Hier ist ein Ungleichgewicht irgendwo und wir dürfen hier mehr diesen Beobachterposten einnehmen, auf Träume und Visionen achten. Hier ist ja das Känguru. Mit dem Känguru kann man auch große Sprünge machen. Das ist hier wie so bei den Tarotkarten, ne? Wenn du loslegst und mit dir verbunden bist, deine ganze Kreativität nützt, dann kannst du hier auf längere Zeit etwas Gutes umsetzen. Wir hängen ja hier sehr stark in der Vergangenheit und haben vielleicht auch die Befürchtung, dass etwas aus der Vergangenheit nie endet oder wieder so auftaucht. Und es geht darum, im Hier und Jetzt zu sein, angebunden zu sein, die Balance zu finden zwischen dem, was wir brauchen und die anderen. Und auch da ist es wieder wichtig, wenn sich die Gelegenheit bietet, kann man hier mit großen Sprüngen vorankommen Richtung Traum, Richtung Wunsch und auch ohne großen Energieaufwand. Der Hecht ist ja auch ein Tier, der verteidigt. Und auch da, ne, wenn ihr euch das anguckt, hier sind sehr viele Personen. Und es kann auch so sein, Kinder, Eltern, du, wir. Und es geht darum, dass wir tatsächlich etwas ins Gleichgewicht bringen sollen, wo im Machtgefüge ein Ungleichgewicht entstanden ist. Tempo drosseln, achtsam sein, ein bisschen mehr gucken, nicht gleich losspringen. Der Hecht, der wartet, bis er die Gunst der Stunde hat.
dann beschleunigt er aus dem Stand heraus und schlägt zu. Es kann ja auch tatsächlich sein, dass wenn man hier einmal in die Gänge kommt bei einem günstigen Moment, dass sich dann das Kartenblatt komplett wendet. Ne? Hier muss man sehr gut angebunden sein. Ich sehe halt, dass die Emotion hier wankend ist und dass man nicht das Gefühl hat, man wäre in einer Stabilität. Und genau das ist hier zu sehen, dass man durch das, was man innerlich fühlt und intensiv emotional fühlt, dass genau da die Lösung herkommt oder die Möglichkeit. So. Wir haben die Mistel noch. Es gibt verschiedene Wahrnehmungen der Wahrheit. Hier ist alles möglich. Ne? Jeder hat vielleicht seinen anderen Standpunkt oder seine andere Emotion. Es geht darum, die Wahrheit zu finden und die der anderen auch so stehen zu lassen. Wir wollen ja eine optimale Lösung, ohne dass wir involvieren. Auf jeden Fall kriegen wir hier einen Gruß. Unterm Deck haben wir noch die Goldrute. Da dürfen wir einfach das Beste erwarten von allem. Wir dürfen feiern, was wir alles schon geschafft haben. Und unterm Deck haben wir noch, Surprise, Surprise, eine Überraschung wartet auf uns. Ihr Lieben, ich wünsche euch schöne 14 Tage. Ich drücke euch bis bald.